1995 kam Destruction Derby von der PlayStation als Portierung auf den PC und damit war klar, der PC ist eine ernstzunehmende Konkurrenz für die Konsolen. Spaß hat's gemacht. Unfassbar viel Spaß. Und die Frage ist für mich natürlich, wie immer, macht's das auch heute noch? Das schauen wir uns zusammen an. Hier auf der PC Games Ausgabe 1295 war es groß vorne drauf, Destruction Derby als Covermotiv. Schicke Grafik für damalige Verhältnisse. Für heute, ja, nicht mehr so ganz, aber es ist eben 30 Jahre her. Die Frage ist eben, macht's noch Spaß? Kann man es noch spielen? Kann man es noch anschauen? All das gucken wir uns an. Und los geht's. Und da geht's auch schon los. Ja! Sensationell. Destruction Derby. Oh ja, genau, diese Vorschau hier. Oh, guckt euch das an! Guckt euch diese Grafik an! Ach du Schande! Boah, sah das wirklich so aus? Irgendwie habe ich's schmeichelhaft in Erinnerung. Ja. Oh, jetzt hat's ab. Okay. Also dann sind wir hier im Menü. Er hat uns irgendwie rausgeworfen. Also wir gucken kurz, ob das mit den Joystick-Controllen gut funktioniert. Analog Joystick, ja. Move Joystick to all corners, then center and press fire. So, wir gucken auch gleich. Passt mal auf hier. Was spielen wir denn? Stockcar, Wrecking Racing. Wir spielen Wrecking Racing. Wir machen ein Practice, das heißt nur eine Runde. Wir nehmen als Fahrzeug das Medium-Fahrzeug. Sie unterscheiden sich im Handling. Also Amateur ist ganz gut im Mittelweg. Bei Pro weiß ich nicht, das schleudert sehr schnell. Wir nehmen mal Amateur. Das Problem ist, Rookie ist ziemlich langsam. Also wir nehmen das da. So, und dann suchen wir uns eine Strecke aus. Speedway ist langweilig. Crossover! Ja, natürlich. Wir fahren Crossover. Und los geht es mit Destruction Derby zum ersten Mal seit fast 30 Jahren. Also man kann in Third Person. Oh, an den Sprecher erinnere ich mich. Ja. What third place? Third place. Nice, dude. Das ist krass. Also er fährt sich. Wow. Wow. Ah, ist das krass. Second place. Guckt euch das an. Ey, das ist das wirklich. Nice move. Ich weiß, wow, sagt er ab und zu, wenn es richtig knallt. Pass mal auf. Also man kann auch aus First-Person-View fahren, aber dann ist die Übersicht ziemlich mies. Wow. Und jetzt sieht man es auch, ne? Die Fahrzeuge kriegen Beschädigung. Und das war damals ja das Sensationelle, dass die Fahrzeuge... Wow! Ah, lass mich raus! Ach du Schande! Schaut euch mein Auto an! Oh, völlig kaputt! Genau, das war das Besondere damals bei diesem Spiel, dass die Fahrzeuge sich verformt haben. Das gab es bis dato ja so gar nicht. Wow, what a race! Eine absolut realistisch anmutende
Verformung an den Fahrzeugen. Wow, das war knapp. Das ist also echt. You blow your radiator. Oh, Schande. Mein Kühler ist kaputt. Außerdem fängt er an, sich nicht mehr gut zu steuern. Oh, oh, ich glaube, das... What is that? Ob wir die 3 Runden noch rüber retten, das weiß ich ja nicht. Oh je, oh je. Also, das ist ja... Meine Güte. Sag mal, war das damals nicht schärfer? Also ich hatte die Grafik besser in Erinnerung, das muss ich euch ganz ehrlich sagen. In meiner Erinnerung ist es wesentlich schöner gewesen. Hey, Josh. It's the final lap. Ah, vielleicht schaffen wir das noch. Jetzt bloß keinen Crash bauen. Ja, Figure of 8 Rennen sind halt schwierig, ne? Wow. Wow! Und dann natürlich Replay-Funktion, das war natürlich damals immer... Oh, cool. Kameraperspektiven, Hubschrauber, Kamera... Aber, hä? Es scheint mir, dass... jetzt. Okay, funktioniert. Ja, Wahnsinn, oder? Guckt euch das an. Also, da kann ich ja mal ganz kurz drüber quatschen. Das war, überlegt mal, wir waren 1995 und wir hatten zwar Rennspiele, Ridge Racer und so, Action-Rennspiele, aber Beschädigungen an den Fahrzeugen gab es eben nie. In keinem anderen Spiel. Und dann sowas hier. Mit Sprecher, mit Publikum, mit Verformung an den Fahrzeugen, das war natürlich sensationell. Also wir müssen bei Destruction Derby echt überlegen, wo kamen wir her und in welcher Zeit haben wir uns befunden. Ja, es ist schon krass. Wir machen noch ein Rennen. Wir erfahren noch was. Pass auf, Wrecking Racing, ja, Race Practice, das passt. Wir machen einfach Einzelrennen mal für den Anfang. Hier, Cactus Creeks. Klingt doch gut, oder? Cactus Creek. Ja. Ich mag euch mal noch die First-Person-View zeigen. Schau ich das mal an, pass auf. So, dann fährt man nämlich dann ist zwar das Navigieren besser und das Rennverhalten ist auch, aber es fährt sich schwammig. Also wirklich gut ist es nicht. Und die Übersicht geht halt völlig flöten. Nee, das geht gar nicht. Pass mal auf. Watch those back. Second place. Nice. Good. Aber so richtig, ist halt ein actionreiches Fahrverhalten. Also, aber man sieht schon, es hat natürlich jetzt... Also, da muss man natürlich jetzt schon sagen, der Charme der Grafik zieht nicht mehr so ganz. Wo sind sie denn alle? Hallo? Au! Ja, super, ich mache meine Karre alleine kaputt. Das war natürlich der Renner damals auf der PlayStation, das Spiel. Und dann kam der PC-Port. Das war ja schon klasse, dass wir auf dem PC dann auch PlayStation-Spiele bekommen haben.
Das zeigte uns einfach, dass der PC gegenüber der Konsole aufholt. Und dann war es ja auch klar, dass wir grafisch natürlich immer irgendwann vor den vor den Konsolen lagen. Man kriegt auch Race Points, genau, oben links steht's, Race Points. Stimmt, man konnte Gegner drehen und wenn man sie gedreht hat, je nachdem wie gut die Drehung war, hat man Punkte bekommen. Wow, that will make a great replay. Get Animal Line. Get Animal Line. So, wir fahren jetzt einfach rückwärts. Weil vorne ist schon kaputt, dann fahren wir halt mit dem Heck. Verdammt, halt! Wo muss ich denn? Wo muss ich denn? Wo bin ich denn? Ach du Schande, jetzt habe ich die... Oder? Ich glaube, hier war ich. Ah. Bin ich noch in der Strecke? Ich glaube schon, oder? Wow, what a race. Ah, Wow, what a race. Get Animal Line. Ja, jetzt habe ich ihn eingedreht und dann kriege ich Race Points, genau. Aber... Ah! Ja, das war ich selber. Ist schon wieder... Ah, verdammt nochmal. You little what? What a scratch. Autsch. Stay out of my face. Oh, no. Raus ist es, kaputt ist es. Ja, apropos kaputt, passt auf. Jetzt machen wir das absolute Destruction Derby. Wir können euch Stockcar Racing, da geht es dann um die Platzierung und wir machen ein Destruction Derby Race Practice. Und dann seht ihr hier, die einzige Strecke, die wir auswählen können, ist The Bowl. Und das ist halt das absolute Vollchaos. Dafür stand Destruction Derby. Alle, Go. jetzt geht's los. Wow, wow. Stay far back. Stay out of my way. What is that? Whoa! Stay out of my way. Watch those barriers, Dylan. Whoa! Wow! What a race! Get Animal Line! Es ist das absolute Destruction Derby Chaos hier. Wow! Oh, meine Karre macht's nicht mehr lang. Lenken geht gar nicht mehr. Oh, verdammt. Ah! Es ist schon... Ah! Verdammt, ich kann nicht mehr lenken. Wow, that will make a great replay. Hey, Josh. Aber schaut euch das an, wie die Karren kaputt gehen. Das war einfach cool damals. Was für eine Gaudi. Ich kann kaum noch lenken. You blow your radiator. Ja, nicht nur das. Oh no! Your car's wrecked. Also das ist ja echt.
echt witzig. Guckt euch das an. Ja, also, was für eine Gaudi. Aber boah, ja, Leute, guckt euch das an, diese Grafik. Ich weiß, die war damals so. Da diese Texturwände hinten. Wir haben eine Skybox, wir haben diese Texturwände. Das kam ja nicht darauf an. Es kam ja wirklich nicht auf die Grafik an, sondern es war eben einfach... Es war eben einfach die Action. Ich würde sagen, wir machen noch ein... Achso. Ich guck mal auf May... Jesus Gott. Destruction Derby Championship. Und jetzt? First Race. The Bowl. Ja, bin ja gespannt. Go! Wow! Sehr schön. Den habe ich gedreht, oder? Habe ich Punkte bekommen? Nee, noch nicht. Hallo? Yo, watch those barriers. They'll only slow you down. Wow, what a race! Wow, mein Auto zieht nach links. Wow! Wow! Hey, Josh! Also die anzupeilen, das habe ich noch nicht so ganz drauf, aber ich habe immerhin schon Punkte gesammelt, durch Zufall. What a smash! Get in him, Jawohl! Und einen gedreht, 360. Das gibt Punkte. Au! Ja, sehr schön. Nochmal einen. Ja, oha, das läuft. Mein Auto ist komplett kaputt. Au, 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 au. Get in him, all right! Oh, der ist kaputt. Style back! Ich komme nicht mehr von der Wand weg. Verdammt. Die Karre ist so kaputt. Ich häng fest. What a smash! Na komm. So, die alten Schrottkarren quälen sich über den Platz. Get in him, all right! Get in him, all right! Ja, es tut mir leid, dass ihr jetzt dabei zuschauen müsst, aber das ist jetzt tatsächlich, das ist jetzt Real-Time Destruction Derby von 1995. Was könnte man noch erzählen? Ja, so war das damals. Also ich glaube, das war auch schon immer so, dass gerade das Ende der Runden etwas seltsam war. Oh no! Ja, jetzt komm. Ripped! Ist ja okay.
Hey, ich bin sogar Erster. Guckt euch das an. First Boy. Oi, cool. Second, Third. Ah, da sind ja richtige Fahrer dabei. Mit Porträts und allem. Suicide Squad. Suicide Squad, sehr gut. The Doctor. The Doctor gab es auch in wie heißt's? Team Fortress. Ja, cool. Also da geht es dann richtig um eine... Ja, und da ist natürlich immer wieder The Bowl. Ich glaube, wir brechen jetzt ab, wir machen noch irgendein anderes Rennen. Okay, also Championship. Wrecking Racing Championship. Ja, du kennst doch meinen Namen. Oh Mann. Ah! Wir nehmen jetzt mal noch das Pro-Auto. Ich möchte mal noch fühlen, wie sich das anfühlt. First Race, Speedway. Da geht man dann alle Rennen durch. Ja, was macht ihr denn? Also man merkt, es ist deutlich schneller, aber viel empfindlicher, was die Kurvenführung angeht. Aber fährt sich cool. Hey, hey. Hoppla. Ah ja, ich habe mich zu früh gefreut. Sehr schön. Ja, das macht nicht den Reiz des Spiels aus, diese Rennen und dieses Chaos. Und man sollte es eben nicht rein als Demolition Derby sehen, sondern es sind dann eben auch wirklich Rennen, bei denen es um was geht. Wenngleich ich natürlich sagen muss, der Spielumfang ist dann schon eher begrenzt. Und ich muss gestehen, der Spaß war vor 30 Jahren netter. Hoppla, ja, ist schon sehr empfindlich, die Karre. Wow, that'll make the heat replay. Da ist es halt dann witzig, wenn das Getümmel und es dann die Fetzen fliegen. Das war halt, wie gesagt, damals echt Neuland. Also so detaillierte Beschädigungen an Fahrzeugen, das hat man einfach noch nicht gesehen gehabt. Das war einfach cool, das war witzig, das war neu, das war eben Destruction Derby. Aber man fährt natürlich im Kreis. Ah. Ich werd aggro hier. Ja, wenn man sie dreht, dann bekommt man eben noch Punkte. Stay out of my way. Sehr schön. You've blown your race. It's the final lap. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Zerlegt mir noch die Karre in der letzten Runde. Wow. Sehr schön. Race over. Ach so, ja, guckt euch das an. Es geht eben, ja, logisch, Wrecking Racing. Es geht eben nicht nur um den Platz. Ich bin zwar Erster, aber ich habe nur 22 Punkte. Der ist trotzdem, das ist witzig.
Melee finished first, points 22. Ja, das ist eben Wrecking Racing, alles klar. Eines machen wir noch. Und dann machen wir ein Fazit. Ich glaube, zu mehr reicht es einfach nicht, das Spiel. Aber das ist ja auch gut, reicht ja auch. Die Erinnerung ist aufgefrischt. Destruction Derby. Second place. Wow! Watch those fine playoffs. Ah! Autsch. Das tat weh. Wow. Glück gehabt. What a fine place. Hey, Josh. Ich habe gar nicht viel Punkte bekommen. Ich dachte, ich hätte den einen gedreht. What did I Ja, der hat mich gedreht. Hei. Oh. Ob ich da 10 Runden durchhalte, bezweifle ich ja. Ah, Leute, lasst mich doch mal. Fine place. What is that? Wieso treffen die mich immer? Warum? Hey, Josh. Warum schaffe ich das nicht? Was war das denn jetzt? Ah, verfluxt. Ich muss da lang. Get at him, all right. Oh, lass mich doch mal umdrehen. Jetzt ist meine Lenkung hin. Ach du Kacke. Ja, das gibt ja nichts. Das wird ja gar nichts. Ja, Water Race. Ach du Schande. Meine Karre zieht nach rechts. Und wie? Rechtskurven muss ich gar nichts mehr machen. Das macht er automatisch. You blown your radiator. Ja, das halte ich eh nicht durch. Das kannst du vergessen. Das kannst du total knicken. Also wir haben verschiedene Rennmodi. Wir haben 3 Fahrzeuge, die unterschiedlich steuerbar sind. Wir haben einige Rennstrecken. Ocean Drive, haben wir noch Cactus Creek, City Heat, Speedway, und es sind alles sehr kurze Crossover und dann eben den Bowl, den man nur im Destruction Derby spielen kann. Und das war es eigentlich auch schon mit Destruction Derby in seinem kompletten Umfang. Ich würde sagen, das reicht als Blick zurück. Und wir ziehen uns gleich mal ein Fazit. Das machen wir jetzt. Ja, das war ja was. Destruction Derby, oh mein Gott. Das ist wirklich lang her und ich muss gestehen, ich war etwas überrascht über die Grafik. Die war doch in meinem Kopf deutlich realistischer und auch deutlich schärfer, als es jetzt hier war.
Aber ich glaube, das war so, ja. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur in meinem Kopf. Ich glaube aber, das ist bei ganz vielen alten Spielen so, dass man die in der Erinnerung wesentlich schicker bei sich abgespeichert hat, als sie es tatsächlich waren. Es kam ja auch noch ganz viel anderes dazu. Es kam Gefühl dazu, es kam Spaß dazu, es kam dieser technische Fortschritt dazu. All das müssen wir immer bedenken, wenn wir Retro-Spiele anschauen. Und Destruction Derby war definitiv damals ein riesen, ja, ein riesen, wow, überlegt mal, wir kamen von den ersten Racern, wir hatten dann Need for Speed, was natürlich grafisch sehr genial war, aber wir hatten auch die Arcade-Racer. Zu der Zeit kam auch Bleifuß raus, so als Ridge Racer-Konkurrent, aber was die alle eben nicht hatten, das war ein Schadensmodell und das war natürlich für Destruction Derby der absolute Vorteil von Destruction Derby, dieses Schadensmodell, dieses Verformen von den Autos, links, rechts, vorne, hinten, dann sieht man es auch noch, dann gibt der Sprecher auch noch seine Kommentare dazu ab und sagt immer, wow! Und dann knallt's und dann raucht's und das war einfach total witzig. Das waren witzige Rennen, die haben extrem viel Spaß gemacht. Es war extrem kurzweilig. Es war natürlich auch vor allem mit Freunden extrem kurzweilig und einfach ein riesengroßer Spaß. In der Ausgabe 1295 war eben ein riesengroßer Vorschauartikel, eine Doppelseite mit Preview zu Destruction Derby. Da sieht man eine Menge Screenshots mit genau dem, was wir eben gerade gesehen haben. Da wurde schon angekündigt, was denn da kommen würde. Und der Testbericht letztlich war dann im Folgeheft. Das war dann die 1,96. Da ist dann der Testbericht drin. Hier haben wir ihn. Destruction Derby, großer Testbericht, natürlich auch wieder mit vielen Screenshots, da werden die Strecken vorgestellt. Es hat letztlich eine Spielspaßwertung von 85% abgegrast und beim Statement stand auch ganz klar, dass natürlich die Hoffnung besteht, dass noch viele PlayStation-Hits den Weg auf den PC finden, um eben dann zu sagen, okay, PC ist einfach eine Spielemaschine, daran gibt's nichts zu rütteln und wir PC-Spieler haben da auch nie daran gezweifelt. Ich mag Konsolen, ich mochte meine PS1 damals und auch die ganzen Gameboys und, aber für mich war der PC doch immer die Spielemaschine meines Herzens und da war natürlich so ein Spiel wie Destruction Derby ein gefundenes Fressen. Ich selber habe von Destruction Derby keine Packung mehr, ich hatte das nur auf einer CD in so einer späteren Ausgabe von diesen vergünstigten Software-Pyramide, keine Ahnung, Versionen, die war nicht wirklich schick. Aber mein Freund Cesar Commodus hat mir Fotos gemacht von seiner Packung. Da blende ich es euch ein, da seht ihr es. Die Packung von Destruction Derby, natürlich drinnen die CD, das Handbuch und ganz witzig, er hat den Kassenzettel mit abfotografiert. Schaut euch das an. Wann ist es gekauft? Ich muss gerade mal gucken hier, was steht da? Wo sehe ich es denn? Da unten online, 2.1.1996 für 109,95 Euro. Schande. Für 109 D-Mark natürlich. Ach Gott. So wird man alt, ne? Also ja. Aber es zeigt mal wieder, Spiele waren damals alles andere als günstig. Ja, was bleibt einem? Ist es noch gut? Ist es nicht mehr gut? Also ich muss echt sagen, Destruction Derby ist ein witziger Blick zurück. Aber ganz ehrlich, als Dauerspiel, das man sich nochmal anschaut, ist es einfach, dafür ist es nicht mehr geeignet. Also das hat jetzt wirklich einfach seine Zeit gehabt. Vor 30 Jahren, da war es toll, da war es innovativ, da hat es Spaß gemacht. Ich hatte jetzt auch Spaß, aber nach unseren Aufnahmen werde ich wahrscheinlich dieses Spiel erstmal nicht wieder in die Hand nehmen. Dafür ist einfach die Langzeitmotivation zu gering. Außerdem gibt es da dann wirklich Alternativen, die viel mehr Spaß bringen. Ich denke nur dran, auf den LAN-Partys haben wir immer ganz lange Flatout 2 gespielt. Und zwar wirklich über Jahre hinweg immer Flatout 2. Da gab es auch die großen Arenen und da ging es dann einfach ab. Immer am Sonntag, am Ende von der LAN-Party war einfach Flatout-Runde. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und das war dann doch einiges grafisch schöner, spaßiger. Ja, also Destruction Derby, toller Blick zurück, witzig,
witzig, die Grafik auch nochmal zu sehen, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, dass ihr das unbedingt nochmal spielen müsst. Ich glaube, da gibt es andere Spiele, für die man seine Zeit verwenden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht, in diesen alten Klassiker mit euch reinzuschauen. Und beim nächsten Mal gucken wir wieder in ein altes Heft oder vielleicht wieder in ein altes Spiel. Bis dahin, habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.